Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten die zweite Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa. Schauen wir mal, was man uns zu sagen hat und welche Aufgaben wir diesmal zu erfüllen haben. Argos blüht auf und sie erfahren mehr über die Reichtümer, die das Land bietet. Die Zeit ist reif, einen Palast zu bauen, der als Mittelpunkt dient, um den sich die verstreuten Völker Griechenlands scharen. Die Zeit ist auch reif, Steuern von ihren Bürgern zu erheben, mit denen sie die Dienste bezahlen, die ihre Stadt bietet. Oben auf dem Olymp hat das Tribunal der Flussgötter eben einen Spruch gefällt. Wir haben diesen Disput entschieden, verkündete der Vorsitzende des Tribunals. Und obgleich beide Parteien überzeugende Gründe angeführt haben, müssen wir Argos an Hera, die Frau des Zeus, fallen lassen. Tut uns leid, Poseidon. Während Hera vor Freude Luftsprünge machte, runzelte Poseidon die Stirn und sein Antlitz wurde umwölkt. Flüsternd schwor er, wenn er Argos nicht haben könne, solle es niemand haben. Vielleicht sollten sie bei Heras Gatten Schutz vor dem Herrscher der Meere suchen. Die zweite Episode unseres Abenteuer Perseus und Medusa trägt den Namen Die Stadt wächst. 640 Personen sollen in einer Wohnung der Kategorie Mietshaus oder besser leben. 48 Marmorplatten und 12 Krüge Olivenöl sind für die Kolonie zur Verfügung zu stellen. Ja, wir können unsere Stadt weiter ausbauen. Nun können wir den Palast errichten und Steuern erheben. Ja, und wie wir gehört haben, buhlen zwei Gottheiten um die Vorherrschaft in Argos, nämlich Hera und Poseidon. Ein Tribunal auf dem Olymp hat entschieden, dass Hera die Gottheit sein soll, der Argos gehören wird. Poseidon ist darüber nicht glücklich und ich befürchte, dass wir ihn als neuen feindlichen Gott haben. Wir werden sehen, was uns dort alles erwartet und wir kehren zurück zu unserer Stadt Argos. Wir gehen direkt in den Pausenmodus und verschaffen uns nochmal einen kurzen Überblick. Wir haben hier unsere Wollproduktion. Das einzige, was wir produzieren konnten in der ersten Episode. Hier haben wir unser erstes Wohngebiet mit dem Theater als einzige kulturelle Einrichtung. Ja, und hier haben wir unsere Fischereihäfen. Ja, und das Silo ist voll mit Fisch. Wir sollten mal schnell ein neues Silo bauen. Das würde ich tatsächlich auf die andere Seite errichten. So. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? Na, so viele Arbeitslose haben wir jetzt nicht. Aber wir können ja jetzt hier bei Verwaltung tatsächlich den Stadtpalast bauen und das Steuerbüro. Sehr gut. Ja, und dann gucken wir mal, was wir an Gewerbe haben. Wir müssen ja Marmor und Olivenöl zur Verfügung stellen. Ja, bei Rohmaterial haben wir jetzt tatsächlich die Steinmetzwerkstatt. Aber ich habe überhaupt kein Marmorvorkommen gesehen. Mal eben hier auf die Minimap. Gucken wir mal. Ah, doch hier, ganz im Westen. Das habe ich bei der ersten Episode, als wir uns die Karte angeschaut haben, gar nicht gesehen. Da bin ich gar nicht so weit in den Westen vorgedrungen. Gut, also hier ist unser Marmorvorkommen. Ja, das ist ziemlich weit weg hier. Aber egal. Gut, ja, und wir können jetzt Skulpturen herstellen und natürlich Olivenöl produzieren. Ja, und wir haben auch jetzt hier bei der Landwirtschaft die Plantagen. Hier können wir jetzt Olivenbäume pflanzen und Oliven ernten. Hat sich noch irgendwas hier geändert? Nein, da hat sich nichts geändert. Was haben wir denn noch? Kultur. Aha, da können wir jetzt das Podium und die Philosophenschule bauen. Sehr gut. Und wir können Heiligtümer errichten. Was können wir denn für Heiligtümer bauen? Die Hochburg des Zeus und die Zuflucht des Hermes. Ah, sehr gut. Man riet uns ja, die Hochburg des Zeus zu bauen, damit er uns vor Poseidon schützen kann. Ja, mal schauen. Militär ist noch nichts und bei den Verschönerungen können wir jetzt endlich auch unsere Alleen bauen. Das ist sehr gut.
Ja, und hier bei den Erholungsgebieten können wir jetzt die Bank, Blumengarten und das Gartenhaus bauen. Ja, können wir doch schon einiges mehr bauen in unserer Stadt. Bevor wir loslegen, werde ich jetzt endlich meine Alleen bauen. Dann kann ich nämlich später hier auch ohne Probleme weiter parzellieren. Diese Straße bekommt eine Allee und diese hier. So, und dann können wir nämlich hier jeweils noch die Parzellen bauen. Und dann können wir einmal hier den gesamten Bereich parzellieren. Das passt sehr gut. Gut, dann können wir jetzt auch den Pausenmodus aufheben. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Marmorproduktion. Ja, das weiß ich, aber das ändert sich ja gleich. So, dann bauen wir hier das mal weiter aus. Dann könnten wir hier noch weitere Handelsposten bauen. Und dann bauen wir hier die Warenlager und hier die Produktionsstätten. Das ist eine gute Aufteilung. Dann baue ich mal 3 Marmorwerkstätten. Und dann errichten wir auch direkt das Warenlager für Marmor. Dann sollten wir aber hier nochmal eine Straße so bauen, damit das etwas schneller geht. So, das Warenlager noch schnell einstellen. Ja, und die müssen sich jetzt auf den langen Weg machen, um jetzt hier die Marmorblöcke zu schlagen. Ja, das dauert ein bisschen. Ja, und dann sollten wir auch Oliven natürlich anbauen. Wie machen wir das? Dann machen wir das so. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, noch eine 4. Steinmetzwerkstatt zu bauen und dann errichten wir, hier können wir hier 2 Landarbeiterlager bauen und natürlich die Olivenbäume. Ja, das ist jetzt ziemlich verstreut. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass Treusen weniger Wolle kauft. Oh, das ist schade. Oh, nur noch 12 Einheiten im Jahr. Okay, dann können wir das ja auch ein bisschen reduzieren. Dann befürchte ich aber, dass wir ein bisschen zu viel Wolle, glaube ich, produzieren. Ja, schauen wir mal. Ansonsten müssen wir ja eine Wollsammelstelle abreißen. Ja, und unsere Olivenbäume sind leider etwas sehr weit verstreut platziert. Das fruchtbare Gebiet ist leider nicht so schön zusammenhängend, aber egal. Ja, Nahrungsmittel haben wir wirklich mehr als genug. Das ist sehr gut. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele Mitarbeiter hier generieren. Was haben wir denn? Oh, ja. Da können wir noch jede Menge Bürger hier in unsere Stadt einwandern lassen. Wir bauen mal das Podium. Das kann hier hin. Und die Philosophenschule, die kommt dann jetzt hier hin. Dann habe ich hier so ein Viertel, wo die ganzen Entertainer und Dienstleister für unsere Kulturgebäude ausgebildet werden. Die Gesundheit ist gut, verschlechtert sich jedoch. Können wir denn jetzt die Klinik bauen? Klinik können wir auch bauen und wir können auch jetzt den Wachturm bauen. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Ja, das Lohnniveau setze ich jetzt mal auf hoch, damit wir noch ein paar mehr Arbeiter bekommen. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber sobald das Podium hier in Betrieb ist, entwickeln sich unsere Gebäude auch weiter. Jetzt ist die Gesundheit wieder hervorragend, sehr schön.
Ja, und der Philosoph ist schon auf dem Weg zu seinem Podium. Wir sehen, wie sie jetzt hier die Wohngebäude weiterentwickeln. Sehr gut. Ja, da kommen auch schon die ersten Marmorblöcke zu unseren Steinmetzwerkstätten. Sehr gut. Ich glaube, ich habe vergessen, das Warenlager für Olivenöl zu bauen. Das sollten wir noch schnell nachholen. Ja, und Überschuss an Oliven werden wir ja auch annehmen. Ja, wir produzieren jetzt viel zu viel Wolle, stelle ich jetzt gerade fest. Wir reißen tatsächlich jetzt hier mal eine Wollsammelstelle ab. So, haben wir denn hier genug Schutz vor Feuer und Einsturz? Das möchte ich mal eben kurz sehen. Gefahren. Ja, das sieht aber gut aus. Ja. Hier. Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in unserem Gewerbegebiet noch ein Architekturbüro bauen. Ja. Wer mich, den großen Zeus, anbetet, den mache ich zum Gebieter über alles, was hier sichtbar ist. Tja, die Hochburg des Zeus, was brauche ich eigentlich dafür? Das würde mich ja schon interessieren. Wow, wir brauchen 48 Marmorblöcke und 2920 Drachmen. Oh wow, das ist jede Menge. Ich glaube, das können wir uns jetzt noch nicht so leisten. Ja, ich würde jetzt hier noch in unserem Produktionsgebiet tatsächlich noch ein Architekturbüro etablieren. Das wird wirklich auf Nummer sicher gehen. Oh ja, guckt euch das an, wie viele neue Bürger hier in unsere Stadt einwandern. Fisch produzieren wir wirklich mehr als genug. Ich glaube, das können wir so lassen. Ja, wir können ja noch unseren Palast bauen. Den möchte ich hier hinbauen. Moment. Nämlich hier zwischen. Und dafür möchte ich es aber auch noch mal ein bisschen schön machen. Und zwar auch noch mal mit einer Allee. So, und dann kann der Palast genau hier zwischen einmal drehen. Ja, sehr schön. Und dann baue ich das auch noch ein bisschen um. Das kommt hier weg, weil ich werde hier nochmal eine Philosophenschule und eine Schauspielschule bauen, weil ich werde später hier unsere Stadt erweitern. So, dann können wir das Architekturbüro nämlich hier hinbauen und bauen hier direkt auch eine Sperre auf. Oh, da habe ich gerade eine Nachricht weggeklickt. Was war das für eine Nachricht? Wir benötigen Mitarbeiter. Ja, gut, da wandern jetzt welche ein. Oh, was haben wir hier? Eine Rückentwicklung. Was ist hier los? Sauberes Wasser fehlt? Das kann doch gar nicht sein. Da ist er doch. Naja, jetzt baut sich das wieder auf. Gut, dann werden wir jetzt hier die Sperre natürlich aufheben. Ja, wir können natürlich jetzt unser Steuerbüro bauen. Das kann hier hin. Und den Steuersatz lassen wir normal. Ja, es hat sich jetzt hier alles wieder regeneriert. Ich habe es hier noch ein bisschen umgebaut, damit es wieder schön symmetrisch ist. Und dann parzelliere ich doch noch so 3, 4 Parzellen hier aus. Aber wir müssen ja jetzt noch unsere Olivenpressen bauen. Ja, die werden nämlich gerade geerntet, unsere Oliven. Na, dann bauen wir mal auch 3 Stück. Ja, gehen wir noch mal kurz hier auf den Reiter Mythologie und hier auf die Lupe. Welche Götter können wir verehren? Zeus, Apoll, Hermes, Athene, Dionysus und Hades. Ja, und feindselig sind Poseidon, das haben wir schon gehört, und Artemis. Okay.
Naja, dann schauen wir mal weiter. Ja, und wir haben schon das Ziel erreicht, 640 Personen in der Kategorie Mietshaus oder besser. Ja, und wir brauchen ja 48 Marmorplatten für die Kolonie. Da stelle ich gerade fest, dass wir noch ein Warenlager bauen müssen. Das machen wir so. Ja, dann stellen wir das eben kurz um. Das wird jetzt hier auch noch Marmor annehmen. Und das kann jetzt hier Olivenöl annehmen und Oliven. Eine Seuche ist ausgebrochen. Das ist schlecht. Wir haben vergessen, die Klinik zu errichten. Das sollten wir jetzt tun. Die kommt hier hin. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Ja, da müssen wir jetzt abwarten, bis die Seuche vorbei ist. Aber es wandern ja Gott sei Dank immer weiter neue Bürger in unsere Stadt ein. So, dann sollen wir hier noch schließen. So. Ja, die Seuche ist vorbei, Gott sei Dank. Neue Bürger wandern ein, der Arbeitsmarkt erholt sich allmählich. Wir schauen mal eben auf die Weltkarte. Vielleicht haben wir ja einen neuen Handelspartner. Nein, haben wir nicht. Da ist alles so geblieben wie bei der ersten Episode. Ja, jetzt ist die Gesundheit wieder perfekt und steigert sich. Das ist sehr gut. Ja, und hier wird auch fleißig produziert. Wir sehen, wir produzieren viel zu viel Wolle, aber ich würde das jetzt so lassen. Vielleicht ändert sich ja das ja nochmal. Na, ich sehe, wir haben sogar noch Oliven im Warenlager. Wir könnten noch eine zweite Sie Oliven. haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ja, wie zu befürchten, Poseidon greift an. Und er wird alles, was mit der See zu tun hat, natürlich zerstören oder verfluchen. Und wir können auch keinen Handel mehr über den Seeweg führen. Gucken wir mal, wo ist er? Aha. Da erscheint er und steigt aus dem Wasser heraus und macht sich auf den Weg. Tja, wohin wohl? Hier zu unseren Fischerhäfen. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ja, und Hermes ist in unserer Stadt. Ihm können wir ja auch ein Heiligtum bauen, das werden wir auch machen. Aber jetzt haben wir leider das Problem, dass Poseidon uns angreift. Ja, da wird gerade ein Fischerhafen zerstört, da der nächste. Dafür können wir ein Zufriedenheitsdenkmal jetzt bauen. Naja, das kommt ja zum unpassendsten Moment, aber egal. Ja, und die letzten zwei Fischereihäfen hat er verflucht. Das ist halt immer dieses Zeichen. Diese Wolke, die über der Stätte dann jetzt hier mit Blitzen sich hin und her bewegt. Das heißt, hier wird nichts mehr produziert, solange der Fluch besteht. Aber wir haben Gott sei Dank ja jede Menge Fisch im Silo. Ja, ich hoffe, dass der Fluch bald wieder weg ist und wir wieder produzieren können. Ja, Poseidon als feindlichen Gott ist wirklich nicht sehr gut und hindert die Entwicklung der Stadt ziemlich stark. Gut, dann schauen wir mal, wie es dann hier jetzt weitergeht. Nichtsdestotrotz wandern weiter Menschen in unsere Stadt ein. Und wir haben mittlerweile auch schon Arbeitslose. Ja, dann machen wir Folgendes. Hier, Architekturbüro kommt weg. Dafür baue ich jetzt hier nochmal eine Steinmetzwerkstatt und eine Olivenpresse auf. Das Architekturbüro errichten wir dann hier.
Und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in Argos. Ja, wie sehen denn unsere Finanzen aus? Oh ja, letztes Jahr ein fettes Minus. Dieses Jahr haben wir bis jetzt noch ein leichtes Plus. Ja, wir haben relativ viel gebaut und wenig an Exporten gehabt. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt nichts mehr zu tun. Die Produktionen laufen. Das Lohnniveau können wir wieder auf normal stellen. Ja, diese Wolken, die als Fluch über unsere Fischereihäfen hängen, sehen ein bisschen aus wie Quallen. Würde ja auch passen. Ja, und Treusen kauft jetzt mehr Marmor. Oh, das ist gut. Treusen kauft jetzt 12 Einheiten Marmor. Ja, sehr gut. Allerdings müssen wir den Marmor ja jetzt erstmal sammeln für unsere Kolonie, aber später können wir dann auch Marmor gut verkaufen. Ja, hier ist immer noch alles verflucht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mal bald. Ist denn Poseidon hier noch in den Gewässern? Nö, ist er nicht mehr. Könnte ich denn jetzt die Häfen hier wieder aufbauen? Gucke ich mal eben. Oder sind die dann auch alle verflucht? Kann natürlich durchaus sein. Das weiß ich gar nicht. Ah doch. Ja, die sind dann direkt auch verflucht. Sieht ja doch irgendwie lustig aus. Naja, schauen wir mal nach unseren Produktionen. Ja, das sieht ganz gut aus. Hier Marmor. Ich denke mal, das haben wir bald schon erreicht. Und Olivenöl glaube ich auch. Schauen wir mal. Jawohl, wir können schon beides sammeln. Aber ich denke, wir warten noch, bis der Fluch des Poseidons aufgehoben ist, damit unsere Nahrungsmittelproduktion auch tatsächlich wieder ans Laufen kommt. Ja, kaum gesagt, ist der Fluch auch schon verschwunden. Unsere Nahrungsmittelproduktion kann wieder starten, die Boote werden gebaut. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt tatsächlich die 48 Marmorplatten und die 12 Krüge Olivenöl für unsere Kolonie zur Verfügung stellen und haben damit die zweite Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa abgeschlossen. Trotz Poseidons Feindseligkeit wächst Argos weiter. Doch um ein wirklich mächtiges Königreich zu werden, muss Argos seine Grenzen erweitern. Ja, diese Episode war jetzt nicht so schwierig gewesen, fand ich. Allerdings die nächste wird schon eine Spur schwieriger werden, denn wir werden unsere erste Kolonie gründen. Und da können wir uns nämlich 2 aussuchen. Ja, bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.